Das Verschwinden in Dunkelgrund. Der Zug zischte in den Bahnhof wie eine Schlange durch Nebel, und Elena Weisberg stieg aus, als würde sie in eine Erinnerung treten, von der sie nicht wusste, dass sie existierte. Dunkelgrund war kleiner, als sie es in Erinnerung hatte. Nicht der Größe nach, sondern im Geist. Die Gebäude neigten sich, als wären sie müde, ihr eigenes Gewicht zu tragen. Straßenlaternen flackerten, obwohl kein Wind wehte. Und die Stille, sie drückte wie eine Hand an die Kehle. Seit über einem Jahrzehnt war sie nicht mehr hier gewesen. Die Beerdigung ihrer Mutter hatte sie zurückgebracht, doch es war der Brief danach, der sie hielt. Ein einzelner Umschlag, mit Wachs versiegelt, nicht von einer Person unterschrieben, sondern von einem Ort. Flüsterhaus, das Haus, in dem sie aufgewachsen war. Das Haus, von dem man sagte, es sei verflucht. Ihre Mutter hatte ihr Geschichten über Dunkelgrund erzählt, dass es eigene Regeln hätte, dass es sich an Dinge erinnerte, auch wenn Menschen vergaßen, dass manche Wahrheiten nicht enthüllt werden sollten. Aber etwas in Elena, etwas Vergrabenes, Unruhiges wusste, dass die Vergangenheit rief. Nicht um erinnert, sondern um beansprucht zu werden. Das Flüsterhaus stand am Rande der Stadt, genau dort, wo sie es verlassen hatte, und doch anders. Es wirkte erhalten, aber nicht durch die Zeit. Eher wie ein Foto, das so lange in der Sonne lag, vertraut, aber auf falsche Weise verblasst. Drinnen haftete Staub in der Luft, als hätte er Gewicht. Die Möbel standen genau wie damals, jedes Buch im Regal unberührt. Nur die Standuhr hatte sich verändert, ihre Zeiger drehten sich wild, als wäre die Zeit selbst aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann war da die Tür, die vorher nicht da gewesen war. Ein Messingschlüssel hing an einem roten Faden von einem Haken an der Wand. Darunter eine Notiz in der Handschrift ihrer Mutter. Nur Erinnerung kann sie öffnen. Nur Wahrheit kann sie schließen. Elena nahm den Schlüssel, und die Tür, an die sie sich nicht erinnerte, knarrte auf. Dahinter ein kleiner Raum. Nur ein Schreibtisch, ein Spiegel und ein einziges Tagebuch. Sie schlug es auf. Auf der ersten Seite stand: Du bist nicht, wer du zu sein glaubst. Die folgenden Tage verschwammen. Albträume rissen an ihrem Schlaf. Ein Mädchen, das lautlos durch den Wald rannte. Immer derselbe Wald. Immer dasselbe Mädchen. Elena folgte dem einzigen Hinweis, den sie hatte, dem Namen im Tagebuch, Iris Dunkelmoor. Ein Mädchen, das vor 13 Jahren in Dunkelgrund verschwunden war. Kein Körper, keine Spur. Einfach weg. Aber je mehr Elena suchte, desto weniger ergab alles Sinn. Die örtlichen Aufzeichnungen hatten Lücken. Die Leute stotterten, wenn sie den Namen erwähnte. Eine alte Bibliothekarin zog sie schließlich zur Seite. Iris war deine beste Freundin, flüsterte sie. Du warst bei ihr in der Nacht, in der sie verschwand. Ich hätte mich daran erinnert. Wirklich? Fragte die Frau. Würdest du das? Wenn Erinnern bedeutete, zu verlieren, wer du heute bist. Alles führte zurück in den Wald. Eine Karte, versteckt im Tagebuch, zeigte einen Pfad tief in den Wald von Dunkelgrund zu einem Ort, über den niemand sprach. Ein Brunnen, überwuchert mit Efeu und Zeit. Sie stieg hinab, das Herz raste, die Taschenlampe flackerte. Was sie dort fand, war kein Stein, kein Erde, sondern Spiegel. Dutzende davon, in einem kreisförmigen Raum. Und in jedem Spiegel sie selbst. Doch nicht so, wie sie war. Leicht anders. Gesichtsausdrücke, die nicht passten. Einer weinte, einer grinste, einer starrte leer zurück. Dann sprach einer: Du hast mein Leben gelebt, sagte er. Du hast meinen Namen genommen. Mein Gesicht. Du bist Elena, nur weil ich ihres wurde. Plötzlich ergab alles seinen Sinn. Der Sommer, bevor Iris verschwand. Die seltsamen Rituale im Wald. Die geflüsterten Schwüre. Die Blutstropfen auf den Fingern und der Spruch: Teile Seele, teile Haut. Beginne neu. Es war nur ein Spiel gewesen. Aber der Wald hatte zugehört. Und er hatte gewählt. Elena taumelte zurück, ihr Kopf schwirrte. Erinnerungen fluteten sie, zwei Mädchen, Hand in Hand. Lachen, dann Schreie. Eine jagt, eine fällt, versinkt in Dunkelheit. Nur eine kam zurück. Und als sie es tat, war sie jemand anderes. Zurück in der Spiegelkammer verdichtete sich die Luft. Die Spiegelbilder kamen näher. Elenas Taschenlampe erlosch. Die Stille drückte wie Stein. Dann sah sie, die echte Iris. Oder das, was von ihr übrig war, blass,
durchsichtig, wartend im Glas. »Du kannst gehen«, flüsterte Iris. »Aber nur einer von uns kann das. Ich wollte dir dein Leben nie nehmen«, sagte Elena. »Aber du hast es getan. Ich habe mich nicht erinnert. Jetzt tust du es.« Es gab keinen Weg zurück. Nur eine Wahl: zurücknehmen, was einst ihr gehörte, oder es für immer aufgeben. Elena legte die Hand auf das Glas. »Beenden wir es.« In einem letzten Blitz aus kaltem Licht trat sie in den Spiegel, und für einen Moment zerfiel alles in ihr. Schreie, Lachen, Erinnerungen kollidierten. Dann Stille. Als sie erwachte, lag sie außerhalb des Waldes. Die Sonne ging über Dunkelgrund auf. Aber etwas hatte sich verändert. Die Leute im Dorf erkannten sie nicht mehr. Ihr Name war aus allen Aufzeichnungen verschwunden. Elena Weisberg existierte nicht mehr. Sie sah in die Spiegelung eines Fensters. Ein Gesicht starrte zurück. Nicht Iris, nicht Elena, jemand Neues. Ein Leben neu geschrieben. Und hinter ihren Augen beobachtete Dunkelgrund. Denn manche Orte verbergen keine Geheimnisse. Sie werden selbst zu ihnen.